hier mit Meta Platforms. Meta Platforms im Moment bei rund $613, zumindest im Schlusskurs von gestern. Bei Meta gab es eine ganz klare neue Einordnung, könnte man sagen. Da gab es einen Bericht von Bloomberg und in diesem Bericht hat man angekündigt, dass Meta anscheinend versucht, diese massiven KI-Investitionen, die man ja tätigt, die dem Markt überhaupt nicht gut gefallen haben, zwischen 125 und 145 Milliarden Dollar im laufenden Jahr. Und seit das bekannt gegeben worden ist, haben wir eben auch hier wirklich diese deutliche Abwärtsbewegung auch in der Aktie zuletzt wieder gesehen, hier oben von knapp $700 auf unter $550. Das war also die Marktmeinung zu den großen Ausgaben. Und jetzt scheint es so, als wenn man versucht, das doch etwas stärker zu monetarisieren. Und ich habe mich ja gerade hier im Zusammenhang mit Palantir mal so ein bisschen über den Tokenverbrauch ausgelassen. Ja, und wenn man sich das vielleicht bei Meta noch mal kurz anschaut, die New York Times hatte da einen Artikel drüber und da hat man festgestellt, dass Meta rund $50.000 pro Jahr und Mitarbeiter nur für KI-Tokens ausgibt. Also jeder Mitarbeiter verbrennt hier im Prinzip $50.000 an Tokens im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und das ist natürlich eine ordentliche Zahl. Ja, und das Problem war bei Meta eben über die ganze Zeit, dass man bis auf diesen Werbebereich, der sich durchaus gut entwickelt hat, wo man auch eine schöne Beschleunigung nochmal gesehen hat, der Umsätze und auch eine Verbesserung der Margen, eigentlich keine große Möglichkeit hatte zu zeigen, wo sich denn diese Investitionen überhaupt für Meta lohnen. Ja. Und jetzt sieht es so aus, als wenn Meta eben durch die ganzen Investitionen, die sie getätigt haben, so viel Rechenkapazität haben, dass sie die vielleicht langfristig gar nicht brauchen, sondern einen Teil davon eben entsprechend dann vermieten können. Ja, das hat dazu geführt, dass die Aktie recht stark angestiegen ist. Wir sehen hier diese 8,8%. Zwischenzeitlich war es sogar mehr. Wenn wir uns die Tageskerze angucken, da waren wir hier sogar rauf bis $628. Bei 613 hat die Aktie nachher ungefähr geschlossen. Ja, und das ist eben ein kleiner Turnaround in dieser ganzen These von Meta, dass man eben sehr starke Investitionen hat, aber eben keine Cloud-Infrastruktur, die man dann am Ende auch irgendwo monetarisieren kann. Und das scheint sich jetzt geändert zu haben. Wir haben das von einem Analyst von Jefferies direkt eben nochmal gehört. Der hat sein Kursziel bei $825 mit einem Kaufrating beibehalten und hat auch nochmal gesagt, er sieht über diese Cloud-Chance jetzt die Möglichkeit, überschüssige Kapazität zu monetarisieren und darüber eben die Ambitionen, die KI-Ambitionen von Meta über die eigenen Apps hinaus auszuweiten. Und das ist eben genau der Punkt, um den es hier geht. Return on Invest, das ist das, was die Analysten sehen wollen. Und auch die Analysten von UBS sehen hier einen kurzfristigen Ergebnishebel genau aus diesem Grund und gehen also davon aus, dass die Aktie eben doch noch einiges an Upside-Potenzial hat. Bank of America liegt ebenfalls bei einem $835 Kursziel, hat auch nochmal die Kaufempfehlung bestätigt, ja, und sehen also wirklich mehr und mehr hier gute Chancen, dass wir auch einen größeren Turnaround jetzt in der Aktie sehen können. Und ich halte das auch für gut möglich. Ich denke, das war eine sehr positive News gestern für Meta. Auch wenn es in diesem Jahr höchstwahrscheinlich überhaupt nicht mehr irgendwie umsatzentscheidend wird, sondern das wird, wenn überhaupt, eine Story ab 2027 werden. Aber das zeigt dann doch auch einmal mehr, wie stark hier am Ende wirklich immer noch die Nachfrage nach Compute ist, wenn jetzt selbst Meta eben zusätzliche Kapazitäten hier am Ende verkaufen könnte. Und das war ja auch immer die große Angst des Marktes. Was ist denn, wenn hier so ein Overspending stattfindet, ja, und die Hyperscaler einfach viel zu viel investieren und nachher am Ende feststellen, sie brauchen das alles gar nicht. Und jetzt muss man aber mit berücksichtigen, diese 5 Hyperscaler, die wir haben, ja klar, bauen die natürlich sehr viel Rechenleistung auf, um sie selber zu nutzen für ihre Large Language Models, für die eigene Firmenoptimierung und so weiter. Aber wir haben ja dann immer noch alleine im S&P 495 andere Unternehmen, die möglicherweise das Gleiche machen wollen in ihrem Unternehmen, nämlich die Unternehmenssteuerung verbessern über KI, den Output verbessern, die Margen verbessern. Ja, und das kann man dann eben nur mit zusätzlicher Rechenleistung machen. Und deswegen ist die Nachfrage im Moment auch so extrem groß. Welche Aktie soll ich morgen live genauer analysieren? Jeden Tag um 13 Uhr sprechen wir über Märkte, Einzelwerte und Titel, die euch interessieren. Schreib deinen Favoriten in den Chat, abonniere den Kanal und sei morgen live dabei.